Hi und howdy und herzlich willkommen zurück hier bei Red Dead Redemption. Und ich habe mich jetzt wenigstens mal im Vorfeld, oder ich sehe immer auch dieselbe Aufnahme, ich habe mal bloß kurz auf Google geschaut und nein, es war natürlich die gute Bonnie nicht bei Red Dead Revolver dabei gewesen. Das war nämlich Annie, nicht Bonnie. Und ich hoffe, das kann man mal verwechseln. Also gehe ich jetzt auch nicht zwingend davon aus, dass es da einen Story-Zusammenhang zum Red Dead Revolver gibt. Wie gesagt, ich habe mich im Vorfeld überhaupt null informiert irgendwie, um mich in keinster Weise spoilern zu lassen. Das ist gerade bei alten Spielen vielleicht ein bisschen schwierig, aber dennoch machbar. So, hier ist meine Hütte. Jetzt muss man mal gucken. Also, ich muss wahrscheinlich zu Bonnie rüber. Warte. Ich weiß aber nicht, ob ich mein Pferd jetzt jedes Mal hier irgendwie anbinden muss, damit ich das dann immer habe, oder nicht? Ich renne erstmal hier raus, wo ich wahrscheinlich gar nicht hin muss. Alter, oh, wow! Pferd, Junge! Alter Schwede. Also ich würde mal sagen, unser Gaul ist schon, der macht schon ordentlich. Hilfe, da war jetzt gerade ein bisschen überfordert, das ging ja auch ein bisschen zu schnell. Ja, hier, komm. Ich hoffe, du bleibst hier stehen. Bitte, bitte. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride round these parts. Ganz ehrlich, so wie unser Gaul gerade abgegangen ist, ja. Come on, boys. Junge, da kann die nur verlieren. Bin nämlich der beste Reiter hier in der Stadt. Whoa there. On the count of 3. 3, Wetten, die macht einen 2, Frosch. 1. Okay, ich wollte gerade sagen, wetten, die macht einen I Frühstart. trust you're not gonna be a gentleman about this. Ich weiß You gar don't nicht, know wo me ich at all, Miss McFarland. Jo, ciao, das war's schon. What the fuck? I'm losing. Hallo? Warum bist du jetzt... Let's go. Warum zum Geier? Worüber bin ich denn jetzt geflogen? Ich merke bloß, dass er... What is wrong with you? Okay, ich kann nicht reiten. Yeah. Ich hoffe, das gehört zur Story. Alter, oh, ah! Wow. Au. Ich kann sagen, jetzt kann man automatisch springen. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist weg. Und ich habe meine Kutsche wieder zu voll genommen. Weil ich konnte nicht an, dass der hier... Welche Züge so auf die Fresse fliegt. Was machst du denn? Shit. Hä? Go. Sie ist wahrscheinlich schon im Ziel, wa? Nein. Oder ist es noch... Hä? Nee, ich kapiere das nicht.
Oh Gott. Aber die ist am Anfang so gut. Vielleicht darf ich mir auch nicht die ganze Zeit die Sporen geben, dass er dann mich abwirft. Das wäre vielleicht ein Fehler gewesen. Weil ich habe ja wie ein Irrer auf X gedrückt, damit der mal ordentlich Speed hier gibt. Na toll. Deswegen müssen wir an die Straße halten. Ich kann ja, wenn ich Abkürzung nehme, oder ja, okay, ist ganz keine Abkürzung, aber... Ja. Ja, ist okay, ist okay. Ja, ist okay. Hol ich doch nie wieder ein. Jetzt weiß ich auch, warum die ganze Zeit mein Controller vibriert hat. Ich glaube, ich hab's da noch ein bisschen... Ah! Übertrieben. Oh, komm schon. Ein bisschen Glück vielleicht. Ja, die Strecke ist doch relativ lang. Ich werde es vielleicht dann nochmal machen müssen. Ja, da kommt wieder der gute GTA-Style. Ja, ist okay. Ich glaube, unser Pferdchen, unsere gute Lasagne kann uns nicht so gut leiden. Wir die ganze Zeit nur antreiben. Wir sind irren. Let's go! Ja. Ja, ist okay. Aber das Schild vom Spiel, dass es einem zeigt, wenn man übertreibt. Vielleicht muss es auch so, ich weiß es nicht. Let's go! Hier ist wieder nichts. Hier kannst du wieder erste sagen. Ja. Ach, mein Reittier muss mir vertrauen. Okay. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Ich würde jetzt mal sagen, das musste so sein. Oder damit ich lerne. Damit ich lerne, mit dem Pferd umzugehen. Damit ich lerne, dass das Tier mir erst vertrauen muss. Damit ich lerne zu verlieren. Ich schieb's jetzt einfach mal darauf. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Warum sollte das ein Problem sein? Ich meine... Hallo? Achso, ich muss auf die andere Seite. Warum nicht? Einfach mal chillig. Jetzt Let's just go. I don't want to keep Paul Ja, waiting. ist ja in Ordnung. You're looking much better, considering you were almost buzzard Aber food a hier kann ich couple mir auch days nicht Zeit ago. lassen, oder? I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's mir nicht relief. aufgepasst, wa? Perhaps Warum there's nicht? hope for you yet. Wow. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. Naja. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. Muss hier lang, oder? What about you? doch Have you noch ever nicht mal given hier, up oder? hope altogether? Hope hoffe. hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. Was ist denn das I hier? can't always Haut ab. say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Ach ja, was sie bloß hat. Hi Leute. Okay, die kommen noch ganz nett rüber. Kann natürlich auch sein, dass wir überfallen werden. Ich spekuliere jetzt mal I einfach think hier it's ins kind of Blaue funny rein. I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit,
It's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Ach, da wird Now noch who's 100 being mehr wie funny? Freunde draus. Listen, Das I sieht know man da that jetzt business schon. with Williamson is your business, Habt but den Blick I von ihr don't know. gesehen? You've been good to us, and Ah, I don't think you're a bad man. Die weiß schon, was sie da aufgesammelt Stupid, hat. perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Okay, ich habe natürlich nur die Hälfte mitgekriegt, was die geredet haben, aber ich wollte jetzt hier auch ungern einen Schluck runterstürzen oder irgendwo den scheiß Stein fahren. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's Kann ich looking hier auch after lang? this farm of yours right now? Ganz langsam. The wagon's Ja. not built for these horse Gut, dass die trails. Kutsche viel aushält. Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Ich bin doch immer nett, oder? Solange der mir nicht ans Bein pissen will. Warum sollte ich nicht freundlich sein? Grüße. Howdy, friend. Oh, gratis. So, Kohle habe ich jetzt noch gar nicht heute, ne? Werde ich mir wahrscheinlich durch Kopfgeldjagd verdienen müssen. Wenn ich mich da nicht ganz so scheiße anstelle, dürfte das eigentlich ganz geil werden. Jo, ciao. Ich hoffe, das war nicht genug. Tschüss. Ah, okay. Okay, ich kann... Ah, okay. Gut. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. They just want Armadillo Railroad. You know, they're planning on building a rail junction of ways. Okay, ich hoffe mal, die Postkutschen sind dann sowas wie Schnellreise-Sachen, wo ich das eher beim Zug erwartet hätte. So, Kohle habe ich noch nicht. Warte mal, was haben wir hier? Gunsmith, da kann ich mir auch bloß Waffen kaufen. Ich würde ja gerne irgendwie zum Sheriff oder so. Aha, Immobilien mieten. Warte mal, da möchte ich mal gleich mal gucken, wie teuer sowas ist. Lala. Okay. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich muss hier irgendwie hoch, oder? Warte. Geh mal rein hier. Ah, okay, das ist Poker. Warte. Oder muss ich hier... Hä? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier was... Kannst du es an mehreren Orten pfeifen? Oh Gott. Nee, das werde ich auf keinen Fall spielen. Das werde ich auf keinen Fall spielen. Wie viel kostet denn das hier? $50. Wo sehe ich, wie viel Geld ich habe? Vorräte? Ja, verbrauchen. So. Ich habe da noch gar kein Geld, oder?
problem is that something such as killing a man. Du hast nicht genug Geld. Wo sehe ich meinen Geldstand? Oder kommt der erst, wenn ich was verdient habe? Ja, gucken. Wir müssen erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Ich meine, Pokern oder irgendwas kann ich ja noch nicht machen. Kann ich hier raus? Jo. Was haben wir hier drüben? Was ist denn das hier? Ah, okay, das ist der General Store. Hier, das war der Arzt, wo wir schon waren. Oder ich muss erstmal ein paar Missionen erfüllen. Ah, siehst du? Ja, noch den Sheriff. Na, gehen wir mal rein. Hallo? 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 Ich weiß nicht, woran das gerade liegt, aber ich glaube, ich werde jetzt hier einen kurzen Cut machen müssen, weil irgendwie das Spiel abgeraucht ist. Also, bis gleich. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy.
You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier nach dieser kleinen Unterbrechung. Ich glaube, meine alte Place ist einfach zu heiß geworden, keine Ahnung. Und ist ja auch staubig hier, ne? In der Wüste. Und eigentlich wollte ich euch vor der ich komme ja gleich, eigentlich vor der Zwischensequenz begrüßen, aber bin natürlich ein bisschen zu weit geritten, weil ich ja noch extra von unserem schönen Bettchen herreiten musste. Bin abgestiegen und da ging es nämlich schon los. Deswegen habe ich verhindert, dass ich schnell noch die Aufnahme rechtzeitig starten konnte. Jo. Ich hoffe also auch, dass ich das vernünftig hinkriege, dass das auch alles synchron ist. So, also ich denke mal auf die Fresse hauen, was er sagt. Is the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. He spotted you. Stay on him, boy. Wo? Ist das mein Pferdchen? Jo. Ja. Let's go. Ich wollte aber nicht. Gut, dass ich das jetzt wenigstens sehe schon. Das hätte ich wahrscheinlich gleich gemacht. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, ja, Gap das Tooth vielleicht Ridge, auch. these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Wow. Ich hoffe, dass ich nicht wieder auf die Fresse fliege. Aber die Hintergrundmucke ist eigentlich ganz geil. Ich finde schon wieder schade, dass ich die eigentlich Musiklautstärke ein bisschen leiser gemacht habe, damit mein Gespräch vielleicht ein bisschen besser hört. Probably best we take it on foot from here. Okay, du bleibst da stehen. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Natürlich denke ich, sollte nicht Kann ich auch schneller in Deckung gehen? Ja, nein, Alter. Wie geht man in Deckung? Warte. Nein. Alter, du hast mir nicht gesagt, wie man in Deckung geht. Das ist ein Verarschen. Ich muss erstmal. Okay, gut. Ich muss erstmal ausprobieren. Au. Au. Das sollte schon mal richtig gut. Nein! Ich wollte doch bloß gucken. Scheiße. Ich hab einen Checkpoint? Ah, alles klar, gut. Ja. Oh, Junge. Wo war denn das jetzt nochmal hier? Nein. Nicht verarschen. So. Das sollte jetzt besser gehen, oder? Are you gonna help me here? Bist du I'll teach you some respect for the law. Okay, war das jetzt ein alter Kopfschuss? Oh, alles klar, ich kann auch so in die Ecke einfach schießen, das ist schön. I got you covered. Stay with me. So. Take that fella behind the rock, boy. Ja, das war nichts. You ain't that tough, Walton. Boah, den Heiligen bin ich kaum. I got you, boy. Alles Make a klar. move for that boulder. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. So, Kollege. There's one behind the outhouse. There's Ich sehe one. den Kackpunkt nicht mal. Hä? Zieht er? Warum zieht er nicht? Ah, okay. It's your day of reckoning, boys. Ja, man soll ja keine Verwundeten anschießen, aber mein Gott. Nein. Nein. Du sollst einfach nur die Deckung verlassen, Kollege.
Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. Who's that woman you brought with you, Marshal? So, haben wir jetzt nicht schon alle? Oder kommt Yeah! Ich geh mal ja vorsichtig ran, weil ich will nicht nochmal. Ja, lad noch eine halbe Stunde nach. That one nearly gave me a haircut. Tschüss. Also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber irgendwie gelingen mir hier doch Headshots recht gut. Auch indem ich ihn in die Beine schieße. Au! Alter. So, jetzt soll ich noch ein bisschen weiter schießen. So, reicht das zu? Take him alive if you can. Reicht das zu? Walton, your Was? killing days are Plündern? over. Kein Plündern? Trial and the ropes for you. Oh, ich hab Kohle. Geil. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Come on. Okay, das ist schon mal echt geil, dass ich hier auch looten kann. Kann ich von den anderen eigentlich auch noch? Wo sind denn die? Liegen die hier noch rum? Ich meine, solange ich noch nicht so wirklich viel Kohle verdiene, möchte ich doch ein bisschen was haben hier, ne? So, ein bisschen Kohle. Wir wollen uns ja auch noch ein bisschen was kaufen. Was denn nur? Warum rennst du? Hallo, warum rennst du nicht mehr? So, jetzt muss ich bloß mal gucken. Hier habe ich aber auch keine... Ah, genau, das habe ich zwischendurch noch mal gesehen. Ich hoffe, ich muss mir ein Camp nicht ständig kaufen, aber hier kann ich wenigstens schon mal so speichern. Das ist das Schöne. Lalala. Okay. Tierreisen, ich speichere erstmal. Ja. Warum nicht? Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht immer bloß so einen In-Geschichtsablauf die ganze Zeit machen, weil ich will mal gucken. Da unten steht's. Ich will mal wieder zur Ranch, dass ich mal halt eine Mission mit unserer lieben Bonnie. Ja, mit unserer lieben Bonnie mache und dann vielleicht zum Marshall zurück, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen und nicht immer und dasselbe, sag ich mal, behandeln. Was da jetzt die Ladebildschirme natürlich angeht, muss ich mal gucken, wie lange die gehen. Wenn die jetzt nicht allzu lange gehen, dann lasse ich sie drin. Ich möchte sagen, das ging eigentlich. Jetzt habe ich auch kein Pferdchen, das ist scheiße. Was natürlich in dem Moment vielleicht ein bisschen blöd ist, wenn das Pferd erst Vertrauen zu mir aufbauen muss, damit ich auch die ganze Zeit richtig schön durchackern kann mit dem. Wäre das vielleicht vorteilhafter, wenn man das da macht. So, aber dann wollen wir gleich mal hier zu Bonnie in die Mission starten. Weil die Ladesequenzen, die... Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade.
My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction.